Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Willkommen bei Pithead Studio TV. Mein Name ist Björn. Und meiner ist Jenny. Wir sind Entwickler. Wir sitzen gerade an einem Spiel. Kralon heißt es. Oder soll es heißen? Ja, heißt es. Und wir haben ganz viele Fragen dazu bekommen, auch zu anderen Sachen. Ja, genau. Und lass mal loslegen. Genau. Vielen Dank für eure ganzen Fragen. Wir legen gleich los. Habt ihr schon ein Nachfolgeprojekt oder seid ihr noch voll dabei bei eurem Erstlingswerk? Beides. Also wir haben auch schon Gedanken zum nächsten Spiel, was wir potenziell machen möchten, wenn das hier klappt. Aber wir sind schon dabei, dieses Spiel zu machen und wir brennen dafür und die meiste Zeit, fast die ganze Zeit, unsere Arbeitszeit, widmen wir uns diesem Spiel, Kralon. Aber ab und zu kommt es mal vor, dass wir mal so, wenn man mal irgendwo draußen ist oder so, dann mal über eine neue Sache diskutiert und wir haben da auch schon ein paar Vorstellungen und auch schon mal ein paar Meetings gemacht dazu, wie das dann aussehen könnte. Da freuen wir uns auch schon drauf, da mehr zu machen in diese Richtung. Aber es ist ja immer so, ja, dass man an einem Spiel arbeitet und dann schon das nächste im Blick hat. Jeder Entwickler hat das. Im besten Falle? Im besten Falle hat er diesen Luxus tatsächlich. Ne? Es gibt auch Teams, bei denen ist das nicht so. Klar, das weiß ich. Aber es gibt ja immer diesen Wunschkandidaten, den Teams haben und so. Und davon ist ja hier die Rede. Und ob der dann auch wirklich funktioniert, das hoffen wir. Hängt natürlich auch von euch ab, ob wir das überhaupt dürfen. Ja. Man hat immer unglaublich viele Ideen, ja. Aber es ist auch völlig normal, dass man natürlich sich während eines Projekts, wenn man da irgendwie drinsteckt, einfach total auch darauf einlässt und im Grunde genommen daran rumwurschtelt irgendwie. Deswegen ist das natürlich alles noch völlig unkonkret. Wir hatten immer Ideen. Wir hatten immer Ideen, aber das wisst ihr ja auch. Boah, das ist auch eine Frage. Ich lese mal vor. Would it be possible in the future to see games developed by Pithead at the production level of ELEX? Or is it impossible at the current budget level? At the current budget level, is it impossible? Ja. Yes. Two different questions. Also, Actually. Also mit dem Budget, was wir momentan zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, ein Spiel zu bauen, das auf einem Produktionslevel von ELEX ist. Und das haben wir ja auch gar nicht vor. Ja, also das, was wir aktuell machen, ist sehr viel Indie-mäßiger und kleiner dimensioniert, als ein ELEX es war. Und trotzdem glauben wir, dass wir die Essenz dessen, was cool ist, daran einfangen können. Und wie die Zukunft aussieht, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Also wir müssen erstmal gucken, was funktioniert, wie der Markt sich entwickelt und worauf wir Bock haben. Maybe. Ne? Maybe. Das ist aber eine unkonkrete Frage. Jetzt muss ich mal überlegen. Indie-Spiele, die mir gefallen, schreibt jemand, haben normalerweise etwas Einmaliges, das sie herausragend machen. Mhm. Zum Beispiel eine bestimmte Story, ein Design und so weiter und bauen dann auf diese Stärke auf. Okay, habe ich gerafft. Gibt es so etwas auch für Kralon? Ich würde sagen, das hat man in der Vergangenheit immer irgendwie das Unique Feature oder so genannt, oder? Ne? Deswegen. Unser Unique Feature ist immer ein bisschen schwierig zu fassen. Es war früher bei Piranha Bytes schon so, da hat man mit Atmosphäre argumentiert, so, ne, mit Unique Feature und so. Wir machen ein Immersive Simulation Game. Und da steckt das Wort Immersion drin. Das heißt also, dass man in dieser Welt sehr viel anfassen kann, sehr viel machen kann, dass man in die Ecken guckt und da auch was findet, dass die Welt einen sozusagen reinzieht in diesen Dungeon, den wir da bauen. Das ist unser Ziel, dass man Mitgefühl hat mit diesen Wesen, die dort leben, dass man sich fühlt, als wäre man dieser Typ, dass man wirklich überlegt, so, was mache ich jetzt als nächstes, welche Dialogoption wähle ich denn jetzt an? Ich muss überlegen, dass man so drin ist im Spiel und dass man nicht nur einfach so nebenbei spielt, so, ja, dass man immersiv abgeholt wird von dem Spiel. Das ist unser Unique Feature immer gewesen in der Vergangenheit und so. Und das werden wir versuchen in diesem Spiel auch zu machen, ja.
Und wir haben auch schon viele Menschen unsere Demo spielen lassen und es scheint wohl so zu sein, dass uns das gelingen kann. Ja? So würde ich das beschreiben. Ja, also das ist schon sehr unique. Ja. Und es hat halt ein paar Elemente, auch ein paar Sachen, die ihr vielleicht lieber erspielt, als dass wir sie vorher verraten, die es zu etwas Besonderem machen. Auch von der Story her so, ne? Auch, genau. Also es gibt Story-Sachen, die sind sehr individuell und es gibt auch, also die Kombination der Dinge, die wir da zusammenfügen. Ja, Björn hat immer gesagt, wenn du 2 Sachen nimmst, die augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben und du mischst die und das macht Spaß, dann ist das eine originelle Idee und das ist etwas, was uns auf jeden Fall an der Stelle auch ausmacht, dass wir unterschiedliche Sachen, die wir gut finden, einfach mit hineinfließen lassen in dieses Ding und dass das dann irgendwie etwas Neues ergibt. Und mal gucken, ob es originell ist, weil das entscheidet ihr am Ende des Tages. Ja, ich glaube schon. Die Frage, die passt im Grunde genommen dazu, vielleicht sogar dieselbe Person, das weiß ich leider nicht mehr. Welche Elemente eurer alten Spiele konntet ihr denn bei Kralon übernehmen und welche habt ihr nicht übernommen und warum nicht? Das ist eine berechtigte Frage. Erstmal, die Engine benutzen wir nicht mehr. Wir benutzen jetzt die Unreal Engine. Das heißt also, alle Systeme sind jetzt neu. Ja? Das heißt also, alles, was wir jetzt machen, haben wir uns erarbeiten müssen. Das heißt, wir haben jetzt ein komplett neues Dialogsystem, was dem sehr ähnlich ist, was wir vorher hatten. Wir haben ein Kampfsystem, was komplett neu ist, aber auch nicht so viel anders als das, was wir vorher hatten. Wir haben ein Pacing übernommen. Ja, das heißt also, dass du sehr viel unterschiedliche Dinge immer im unterschiedlichen Wechsel machst, wie man bei unseren Spielen mal gewohnt ist. Ja, das haben wir übernommen. Wir haben den rauen Ton übernommen, dieses Robot-Fantasy-atmosphärischer Gedöns. Das heißt also, viele Dinge, die aus unserer Feder kommen, fühlen sich auch sehr so an wie die früheren Spiele, die wir gemacht haben. Ja, gibt viele Sachen. Ne? Es ist halt ein Immersive Sim, das heißt ein immersives Simulationsspiel. Und es bedeutet, dass es erstmal eine Ego-Perspektive hat, statt einer Third Person, weil du dann näher dran bist an den Sachen, weil du auch in die Kisten reingucken willst und gucken willst in die Ecke und so und nichts übersehen möchtest. Bei dem Spiel ist es eine andere Art von Spiel, das wir bisher gemacht haben. Ja, beispielsweise bei Elex oder Gothic oder so bist du in einen Raum reingegangen, da gab es dann 4, 5, 6 Items oder so oder einen Typ, den man anspricht, dann bist du rumgelaufen und dann gab es dann mal den Fokusnamen, der leuchtete auf, wie die Figur sich daran ausgerichtet hat oder nicht. Das ist jetzt völlig anders. Das ist jetzt so, dass du einen Punkt hast in der Mitte, so ein Cursor, ja, und dann klickst du da drauf und entweder hast du es im Fokus oder nicht. Das ist was anderes. Du musst da drauf gucken. Es reicht nicht, sich in den Raum zu stellen und einmal irgendwie so mit der Figur abzuscannen, ja, so wie wir es früher hatten. Dafür ist die Welt dichter und das ist halt schon ein Unterschied. Das sind so ein paar Beispiele. Es gibt bestimmt noch mehr, die man auseinanderdröseln könnte, aber so viel mal an dieser Stelle. Genau. Also wir haben schon das Gefühl, dass wir die Sachen, die uns wichtig waren, irgendwie mit rüberhieven konnten. Ja. Natürlich sind die einfach kleiner dimensioniert, ja. Also es ist einfach eine puristische Variante von dem, was wir vorher hatten. Es ist nicht mehr alles so viel, sondern es ist sehr viel fokussierter. Und trotzdem können wir damit unsere Geschichte erzählen. Das ist es, was es im Grunde genommen wichtig war an dieser Sache. Und darum glauben wir, dass das funktioniert. Die nächste Frage ist, wie testet man eigentlich Rollenspiele? Boah. Dass es Unit-Tests für kleinere Teile gibt, ist mir klar, aber wie wird das bei den vielen Interaktionsmöglichkeiten gehandhabt? Da gibt es doch sicher Tools, bei denen man das Spielerverhalten vorprogrammieren und einstellen kann, Gott, ja. Damit man nicht bei jedem Patch alles nochmal manuell nachprüfen muss. Ja, gibt es. Habe ich auch schon von gehört. Wie praktikabel das ist, weiß ich nicht. Man könnte zum Beispiel die Spielerfigur durch den Level bouncen lassen. So, ne? Das heißt also, dass so eine AI nichts anderes macht, als die ganze Zeit zu versuchen, das Spiel zu zerstören, indem es ständig springt und in Löcher rein sich bubbelt und irgendwo bleibt hängen oder nicht und so. Das kann man simulieren. Ja. Lohnt sich das?
weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man investieren müsste, so eine AI zu implementieren. Momentan stehen solche Tools für Entwickler nicht zur Verfügung, für die Unreal Engine. Vielleicht gibt es das, und ich weiß es nicht. Dann kann das sein, ja. Aber es ist jetzt nicht so augenscheinlich, dass ich sage, okay, ich benutze das. Weil ich glaube, dass es wichtiger ist, dass man die Spieler das machen lässt. Weil Querspielen ist viel interessanter an der Stelle, als eine AI irgendwie alles abhaken zu lassen. Denn du weißt nicht, was der Spieler macht. Und viele unterschiedliche Menschen drüber laufen zu lassen, am besten projektbegleitend ab einem gewissen Punkt, wenn das Spiel überhaupt spielbar ist, macht Sinn, und dann so oft wie möglich und so viel unterschiedliche Menschen wie möglich. Das ist für mich eigentlich immer noch der wichtigste Part, weil diese Menschen, die sagen mir nicht nur, ja, es ist korrekt, ja, ich kann durch diesen Level nicht durchfallen oder durch die Wand glitschen, aber es sagt mir nicht, ob das Spaß macht oder ob die AI jetzt drauf gekommen wäre, okay, ich muss jetzt das machen und die Dialogoption anklicken, damit ich das bessere Ergebnis bekomme, dass der Typ jetzt nicht drauf geht oder irgendwie sowas in der Art. So, das kann man eigentlich nicht simulieren, und wenn, dann ist das so kompliziert, das zu simulieren. Du brauchst dann doch die menschliche Komponente. Ergänzend, bestimmt, ist super, aber das kriegst du eigentlich auch, indem du Spieler spielen lässt. Und wenn mal einer durch den Level durchfällt und du hast mal ein Loch im Level, ja, dann kriegt man einen Bug-Report, ja, und dann patcht man das. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, dann lädst du halt nochmal. Wichtig an der Geschichte ist, wir haben nicht sowas wie Permadeath oder sowas im Spiel eingebaut. Das heißt, wir haben sehr viele Autosaves reingebaut und so, und dieser Mechanismus sollte funktionieren. Dass man dann sagt, okay, der ist jetzt durch den Level gefallen, ich habe jetzt seit 3 Stunden nicht mehr gespeichert, was für ein Kack, ja. Das sollte dann nicht so sein. Dass man solche Glitches, dass man auch so genauso, guck mal, hier ist das Loch, da bin ich durchgefallen, würde eine AI finden wir jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt kein Glitch, ist tatsächlich auch ein Bug, ja, aber naja, man muss ja da nicht reinspringen. Das ist auch beängstigend und unglaublich aufwendig. Also du hast recht, das ist aufwendig, weil man muss es ja, wenn man was groß geändert hat, dann auch nochmal spielen einfach. Ja. Einfach nochmal jemanden drüber jagen. Das haben wir jetzt schon auf den Messen gesehen. Wir haben hier getestet, wir haben mit unseren Freunden getestet und wir haben gesagt, boah, die Demo sieht richtig gut aus. Dann geht man damit auf die Messe, lässt irgendwelche Leute irgendwie spielen, die irgendwie random vorbeikommen, und dann gibt es so Leute irgendwie, es gibt zum Beispiel Leute, die spielen irgendwie und gucken wirklich in jede Ecke, dann gibt es so Leute irgendwie, die klicken alles weg mit so einem Mausträger. Kennt ihr das irgendwie so? So spielen die, ne? Und auf einmal ist die GUI kaputt und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Was war das denn jetzt? Hast du in so ein Timeframe reingeklickt, ne? Wo auf einmal irgendwie 3 Menüs aufgehen oder so. Ja, und dann kann passieren. Ja. Und dann musst du dir das zu Hause nochmal angucken, warum das jetzt passieren konnte. Ja. Und diese Phänomene, die kriegst du nur, wenn du Menschen drüber jagst. Ja. Wenn du die einfach spielen lässt. Unterschiedliche Spielertypen, und dann machst du es heile und dann lässt du die nochmal spielen und guckst, ob es auch wirklich heile ist oder ob nicht irgendwo was anderes auftritt. Na, das ist, ich glaube, mit der gruseligste Part auch, ne? Vor allen Dingen, weil du hast ja immer so Gruppen, ne? Du kannst jetzt, was weiß ich sag mal, eine Schulklasse drüber jagen lassen oder eine bestimmte Gruppe irgendwie sagst immer, okay, das ist jetzt meine Testgruppe, die gibt mir jetzt Feedback und so weiter und so fort. Und wenn du dann irgendwie beim Release bist, dann lässt du ja die Leute dann dürfen auf einmal alle dein Spiel spielen oder alle dürfen deine Demo spielen vor Release oder sowas in der Art. Und das ist total gruselig, weil du weißt genau, irgendwas ist bestimmt, hast du bestimmt nicht gesehen, du weißt vorher nicht was und du weißt nicht, ob ist es jetzt schlimm, ist es gut, es ist total gruselig. Also, weil dann lässt du quasi die Menschheit auf dein Baby los, und dann musst du gucken, dass du irgendwie, das Ganze wieder zusammenfliegst, was da kaputt gemacht wurde oder was hier gefunden wurden, ja. Genau. Sehr, sehr spannender Teil. Ja. Alles findest du nicht. AI vielleicht, ja, kann sein, aber ich weiß nicht, wie wertvoll das ist. Das werden wir dann sehen. Ne? Diese Tools, AI-Tools, die gibt's noch so nicht. Ne? Also es gibt ein paar Ansätze davon, ist auch cool, ja. Sowas wie Heatmap oder so, dass du dann siehst, ne? Das ist aber auch empirisch dann an Spielern so, ne, dass du halt Analysen machst und so und guckst, was cool ist und was nicht und so, aber naja, gut. Also ich
Ich bin da ein bisschen oldschool. Ich halte nicht so viel von solchen Dingern, aber ich mache auch kein Multiplayer-Spiel. Ich glaube, die profitieren ein bisschen mehr davon. Ne? So dieses Geschicklichkeitsding und wo ist welcher Spieler und wann kriegt ein Spieler irgendwie sehr viel Leerlauf und will mehr bespaßt werden und dies und das. Wir machen Singleplayer-Spiele und da ist das ein bisschen anders gelagert. Da kann man natürlich auch einsetzen, aber ich halte es nicht für nötig momentan. Noch nicht. Aber das wird bestimmt irgendwann kommen. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche hoffentlich wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau, so ist es. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, das wird sowieso nochmal spannend, ne, mit AI und so. Wird überall diskutiert. Ja, wir gucken uns das erstmal an. Erstmal gucken uns das an.